Es gibt Veranstaltungen, die man besucht, und es gibt Veranstaltungen, die man erlebt. Die Kongresse des Jupiter Verlags gehören seit vielen Jahren genau zu dieser zweiten besonderen Kategorie. Sie sind nicht einfach nur ein Termin im Kalender, sie sind ein Treffpunkt für Menschen mit Visionen, ein Ort der Inspiration. Ein Raum, in dem Ideen lebendig werden, Gespräche Funken schlagen und neue Perspektiven entstehen. Wer einen Kongress des Jupiter Verlags betritt, spürt es oft schon in den ersten Augenblicken. Hier geht es um mehr als Informationen, um mehr als Vorträge, um mehr als Technik. Es geht um Aufbruch, um Entdeckergeist, um den Mut, neue Wege zu denken und Fragen zu stellen, die weit über das Gewohnte hinausreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 steht der Jupiter Verlag für Kontinuität, Leidenschaft und publizistische Pionierarbeit. Adolf und Inge Schneider haben mit ihrem Verlag über Jahrzehnte hinweg Bücher, Broschüren, Kongressbände und Fachliteratur veröffentlicht, in denen unkonventionelle Energie- und Antriebstechnologien ihren Platz finden. Mit dem NET-Journal entstand darüber hinaus eine deutschsprachige Plattform, die Entwicklungen auf diesem Gebiet begleitet, dokumentiert und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich macht. Doch was der Jupiter Verlag auf Papier sichtbar macht, wird auf seinen Kongressen unmittelbar erlebbar. Hier kommen Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker, Erfinder, Entwickler, Aussteller und interessierte Menschen zusammen, um Wissen zu teilen, Entwicklungen vorzustellen und den Horizont zu erweitern. Es sind Begegnungen, die inspirieren, Gespräche, die nachwirken, Momente, in denen man spürt, dass Zukunft immer dort beginnt, wo Menschen bereit sind, größer zu denken. Schon der Ort des Geschehens unterstreicht diese besondere Atmosphäre. Die Schwabenlandhalle in Stuttgart-Fellbach mit ihrer guten Erreichbarkeit und ihrer ruhigen, grünen Umgebung bietet den idealen Rahmen für eine Veranstaltung, die gleichermaßen Konzentration und Begegnung möglich macht. Umgeben von Natur, Wasser und einer angenehmen Weite entsteht ein Ambiente, das Offenheit fördert und Gespräche fließen lässt. Genau diese Mischung macht den Kongress so besonders. Fachliche Intensität in einer Umgebung, die Ruhe, Klarheit und Weitblick ausstrahlt. Wenn die ersten Gäste eintreffen, wenn der Begrüßungskaffee serviert wird und die ersten Gespräche beginnen, liegt eine ganz eigene Spannung in der Luft. Menschen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Fachrichtungen und mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen kommen zusammen. Verbunden durch ein gemeinsames Interesse, neue Energietechnologien, neue Denkansätze und neue Möglichkeiten. Bereits zur Eröffnung durch Adolf und Inge Schneider wird deutlich, dass hier nicht nur ein Programm beginnt, sondern ein Wochenende voller Impulse, Begegnungen und Inspiration. Der Samstag eröffnet das Kongressgeschehen mit einer beeindruckenden Vielfalt an Themen. Raum, Energie in Theorie und Praxis, präsentiert von Dr. Thorsten Ludwig, schafft den Einstieg in ein Feld, das seit vielen Jahren fasziniert und immer wieder neue Fragen aufwirft. Direkt danach öffnet sich mit dem Vortrag von Dr. Med, Fritz Florian und Chrissy Florian zum Thema Weißes Rauschen, Schlüssel zum Pflanzenwachstum, ein weiterer spannender Denkraum. Es geht um Zusammenhänge, die staunen lassen, und um Erkenntnisse, die neugierig machen. Kurzbeiträge der Aussteller bringen zusätzliche Lebendigkeit in den Tag, denn hier zeigen Menschen ihre Projekte, ihre Forschungsarbeiten, ihre Systeme, direkt, greifbar und im persönlichen Austausch. Gerade diese Aussteller und Erfinder sind es, die den Kongress zu etwas ganz Besonderem machen. Denn sie stehen nicht nur auf dem Programm, sie sind da, mitten im Geschehen, ansprechbar, engagiert mit ihren Ideen und Erfahrungen. Hier entstehen jene Gespräche, die man nicht planen kann und die oft die wertvollsten überhaupt sind. Ein Austausch am Stand, ein spontaner Gedanke in der Kaffeepause, ein neues Verständnis im persönlichen Dialog. Am Nachmittag setzt sich diese besondere Dynamik fort. Andreas Hennig spricht über Harmonisierung der Umwelt und zeigt in Demonstrationen, wie visionäre Ansätze nicht nur gedacht, sondern auch konkret vermittelt werden können. Danach richtet sich der Blick auf neue Wege der Stromerzeugung. Der Stand des 1 Megawatt Energiefluxreaktors von Bonifacio Eyales aus den Philippinen wird von Carsten Waloschke vorgestellt.
ein weiterer Höhepunkt eines Programms, das konsequent den Blick über etablierte Grenzen hinausrichtet. Und dann kommt der Samstagabend, jener Moment, auf den viele mit besonderer Spannung warten. Wenn Dr. James Schwartz aus Phoenix seinen revolutionären Electromagnetic Radiation Receiver ERR präsentiert, bekommt der Kongress eine internationale Strahlkraft, die weit über den Veranstaltungsort hinausreicht. Sein Projekt führt uns vor Augen, dass es seit mehr als 50 Jahren eine Lösung gibt, die Raumenergie aus dem Weltall in passenden Industrie- und Haushaltsstrom verwandeln kann. Genau was Nikola Tesla vor 100 Jahren vorausgesagt hatte. Längst sind wir soweit. Der elektromagnetische Strahlungsempfänger, wie es auf Deutsch heißt, arbeitet nicht wie Photovoltaik mit sichtbarem Licht, sondern auch bei Nacht und in geschlossenen Räumen, wie Dr. Schwartz Adolf und Inge Schneider persönlich in Arizona vorgeführt hat. Er betreibt seit Jahrzehnten sein ganzes Haus und sein Labor mit dieser Apparatur. Jetzt versucht er mit einem örtlichen Energieversorgungsunternehmen eine Megawattanlage zu bauen, wobei er in der Vergangenheit mit massiven Widerständen zu kämpfen hatte. Immerhin, sogar Elon Musk interessierte sich bereits für sein Projekt. Es ist genau diese Verbindung aus Pioniergeist, internationalem Austausch und visionärer Perspektive, die den Kongressen des Jupiter Verlags ihre unverwechselbare Tiefe verleiht. Solche Programmpunkte bleiben nicht nur in Erinnerung, sie erzeugen jene besondere Energie, von der noch lange gesprochen wird. Doch auch der Sonntag steht dem in nichts nach. Mit Themen wie Agnihotra, dem Harmony-Chip, dem universellen R2S-Motor, dem HHO-Kit, autonomen Kraftwerkslösungen, der Umsetzung der Holcomb-Technologie in Europa und einem Batterieladesystem aus Malaysia entfaltet sich ein Themenspektrum, das die Vielseitigkeit und Offenheit des Kongresses eindrucksvoll sichtbar macht. Und dann ist da noch der traditionelle Überraschungsgast oder das Überraschungsprojekt, ein Moment, auf den viele Teilnehmer jedes Jahr mit besonderer Spannung warten. Ganz sicher ein Höhepunkt. Hier wird deutlich, der Jupiter Verlag schafft einen Raum, in dem unterschiedlichste Ansätze nebeneinander Platz finden. Nicht als Widerspruch, sondern als Ausdruck einer lebendigen, forschenden und inspirierenden Kongresskultur. Besonders faszinierend ist dabei immer wieder die Atmosphäre zwischen den Programmpunkten. Das Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, das Kennenlernen neuer Kontakte, die Gespräche zwischen Büchertisch, Vortragssaal und Pausenbereich. Das gemeinsame Nachdenken, das Staunen, das Diskutieren. Es sind diese menschlichen Momente, die den Kongress so wertvoll machen. Denn hier wird nicht nur Wissen vermittelt, hier entstehen Verbindungen. Der Jupiter Verlag steht seit Jahrzehnten für genau diese Verbindungen zwischen Forschung und Öffentlichkeit, zwischen Idee und Dokumentation, zwischen Vision und Vermittlung. In Zusammenarbeit mit Organisationen wie die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für freie Energie, die deutsche, österreichische und schweizerische Vereinigung für Raumenergie und weiteren Partnern sind über die Jahre starke Verbindungen entstanden. Seit 2019 ergänzt zudem die Kooperation mit dem Blog Das geht anders, Blog für freie Energie, diese publizistische Arbeit. So entstehen zusätzliche Impulse über Blogbeiträge, Videos und digitale Formate, die das Thema weitertragen und neue Zielgruppen erreichen. So wird jeder Kongress zu einem Ort, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander ins Gespräch kommen. Hier treffen Erfahrung und Neugier aufeinander. Hier finden Visionen eine Bühne. Hier entstehen Anregungen, die weitergetragen werden. In Projekte, in Diskussionen, in Medien, in neue Begegnungen. Und vielleicht ist genau das Besondere an diesen alljährlichen Kongressen, dass sie nicht nur informieren, nicht nur präsentieren, nicht nur dokumentieren, sondern dass sie berühren. Weil sie Menschen zusammenbringen, die mit offenem Blick auf die Welt schauen, weil sie Themen eine Bühne geben, die andernorts oft zu wenig Raum bekommen. Weil sie Mut machen, weiterzudenken. Und weil sie Jahr für Jahr aufs Neue zeigen, wie kraftvoll ein Ort sein kann, an dem Wissen, Vision und Gemeinschaft zusammenfinden. Die Kongresse des Jupiter Verlags sind deshalb weit mehr als eine Tagung. Sie sind ein Erlebnis, ein Forum für Ideen, ein Ort lebendiger Begegnung. Ein absolutes Highlight für alle, die Zukunft nicht nur erwarten, sondern mitdenken wollen.
Jupiter Verlag, das ist nicht nur ein Name, es ist ein Impuls, ein Netzwerk, eine Stimme. Und seine Kongresse sind der Ort, an dem diese Stimme Jahr für Jahr lebendig wird. Sie wollen einmal dabei sein? Die Anmeldung ist ganz leicht. Klicken Sie unter dem Video auf den Link. Hier erhalten Sie weiterführende Informationen zu Terminen und Preisen und Hotelbuchung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie möchten einen Stand buchen, um Ihr Projekt während der ganzen Zeit zu präsentieren? Kein Problem, sprechen Sie mit uns. Sie möchten als Referent vor einem großen internationalen Publikum Ihr Wissen darstellen? Herzlich willkommen! Der Jupiter Verlag bietet mit seinen Kongressen eine Bühne für neue Energietechnologien. Seien Sie Teil einer besseren Zukunft in einer Gemeinschaft, die diese Werte mit Ihnen teilt.